Der kaiserliche Hof zu Wien und die britische Krone waren die glanzvollsten Monarchien im alten Europa. Die 1000 Jahre alte englische Monarchie ist auf vielfältige Weise mit Österreich und dessen einstigem Herrschergeschlecht, den Habsburgern, verbunden. Queen Victoria war auch eigentlich die einzige, die Elisabeth jemals in ihre Schranken verwiesen hat. Spannungen und Freundschaft prägten das Verhältnis zwischen der Doppelmonarchie und dem United Kingdom. Der Sohn von Queen Victoria, Edward, hatte nie Geld. Da hat er gewusst, da gibt es in Österreich einen Kaiser. Der hat manchmal die Spendierhosen an und da ist man auf Besuch gekommen. Eine kirchliche Krönung gab es in unseren Breitengraden zuletzt vor über 100 Jahren. Damals mit Kaiser Karl und der ungarischen Krone. Das einzige Land, das diesen sakralen Akt des Herrschaftsbeginns bis heute zelebriert, ist das Vereinigte Königreich. In Österreich ist die Monarchie nur mehr eine ferne Erinnerung. Manchmal als gute alte Zeit nostalgisch verklärt. Im Vereinigten Königreich ist die Monarchie bis heute Gegenwart. Die Royal Family ist für uns Briten eine wichtige Institution, die seit Jahrhunderten Stabilität und Kontinuität vermittelt. King Charles ist sozusagen das Gesicht unseres Landes und er repräsentiert das Vereinigte Königreich nach außen. Insgesamt ist die Royal Family nach wie vor sehr populär, sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Landes. Die Beziehungen zwischen den Höfen der Habsburger und der englischen Könige waren nicht von dynastischen Hochzeiten geprägt. Die unterschiedlichen Konfessionen machten dies unmöglich. Dennoch waren die Verbindungen enger, als es auf den ersten Blick scheint. Das Revolutionsjahr 1848 betonte noch das Trennende zwischen den beiden Monarchien, galt doch damals England als Land des Fortschritts und Österreich als reaktionär. Erst in den 1850er Jahren, den frühen Regierungsjahren Kaiser Franz Josefs, begannen sich die Beziehungen zu Großbritannien und Queen Victoria zu normalisieren. Möglicherweise auch, weil die beiden persönlich viel gemeinsam hatten. Beide kommen relativ jung an die Macht. Er 18, sie 19 Jahre alt. Interessanterweise haben beide sehr dominante, sehr aktive Mütter, die sehr im Hintergrund geholfen haben, dass die Kinder an die Macht kommen. Bei beiden war es nicht von vornherein klar, dass sie wirklich regieren würden. Also nur durch interessante familiäre Verhältnisse kamen sie überhaupt an die Reihe. Beide haben kein Familienleben gehabt, aus unterschiedlichen Gründen. Victoria wurde sehr früh Witwe. Kaiser Franz Josef hat eine Frau gehabt, die einfach nicht fürs Familienleben geschaffen war. Und beide waren dann am Ende ihres Lebens wirkliche Ikonen, sehr stabile Faktoren in ihren Ländern und waren am Schluss einfach schon larger-than-life-Figuren. Also sie haben dann wirklich ihre jeweiligen Reiche repräsentiert und waren am Ende ihres Lebens quasi sakrosankt. Die persönlich gute Beziehung von Franz Josef und Victoria war der Keim einer engeren Beziehung zwischen den beiden Häusern. 1851 zur ersten Weltausstellung im Londoner Crystal Palace tauschte man gegenseitig Geschenke aus. Den Anfang machte Queen Victoria mit einem prachtvollen Dessertservice der englischen Porzellanmanufaktur Minton, das sie als Freundschaftsgeschenk an Kaiser Franz Josef schickte.
Zuerst muss man mal sagen, dass Queen Victoria das Service bereits auf der Preview der Weltausstellung gekauft hat, weil sie so begeistert vom Minden-Service war. Warum hat sie es Kaiser Franz Josef nach Wien geschickt? Das war natürlich eine diplomatische Geste. Es ging ihr natürlich aber auch darum, zu zeigen, wie großartig die Leistungen der britischen Handwerkskultur sind. Und natürlich hat sie auch den Hintergedanken gehabt, dass man mit diesem Geschenk auch neue Märkte in der Monarchie erschließen könnte. Das Besondere am Minden-Service, das im Stil des Neorokoko gestaltet ist, ist, dass es 1851 auf der Weltausstellung in London den ersten Preis der Jury gewonnen hat, die sogenannte Council Medal. Die Jury hat damals die blaue Fondfarbe als besonders bemerkenswert hervorgehoben, die sich auf das Bleu Céleste der französischen Manufaktur Sèvres bezieht, auf das himmlische Türkisblau. Und dieses Blau wurde von der Jury als ganz besonders hervorgehoben. Und dann gibt es noch einen Input von der Jury, der sehr, sehr positiv war. Die haben die Figuren am Aufsatz und am Sockel des Minden-Service als besonders originell und harmonisch bezeichnet. Man sprach damals davon, dass es sich dabei full of spirit handeln würde. So hat das die Jury beschrieben. Die Jury der Weltausstellung, da gab es natürlich auch schon kritische Stimmen und die haben darauf hingewiesen, dass der figürliche Dekor des Service für die Handhabung an der kaiserlichen Tafel vielleicht nicht ganz praktisch und passend wäre. Und so hat man das anscheinend auch in Wien gesehen. Als das Service angekommen ist, wurde es nicht im Gebrauchsinventar inventarisiert, sondern es kam in die Rubrik Antiquitäten und Raritäten und ist, so wie wir wissen, am Wiener Hof nicht verwendet worden. Wahrscheinlich hat man nicht genau gewusst, was man mit den Jellypots anfangen kann. Man hätte sie vielleicht für Eiscreme verwenden können, aber so weit ist die Fantasie nicht gegangen. Und unseren Informationen nach ist das Service von Kaiser Franz Josef und seiner Gemahlin Kaiserin Elisabeth wahrscheinlich nicht verwendet worden. Etwas ungewöhnlich war auch der Umgang mit den beiden Booten, die das Minden-Service im Auftrag von Queen Victoria nach Wien gebracht haben. Das war Herbert Minden persönlich und der Organisator der Weltausstellung. Die beiden Herrschaften sind im Auftrag der Königin nach Wien gereist, um das Service persönlich zu übergeben. Sie haben die Möglichkeit bekommen, es in einem dunklen Raum in der Hofburg aufzubauen, damit man die Pracht ganz besonders gut sehen konnte. Der Kaiser hat sich nur leider keine Zeit für eine Audienz genommen und so sind die beiden Herrschaften ein bisschen enttäuscht abgereist, weil sie die Grüße ihrer Königin nicht persönlich überbringen konnten. Kaiser Franz Josef hat natürlich trotzdem reagiert. Er hat einen Brief an Königin Victoria geschrieben, in dem er sich bedankt und in dem er sie auch als meine liebe Schwester bezeichnet. Eine etwas ungewöhnliche Formulierung, weil es gab ja kein verwandtschaftliches Verhältnis. Das hätte schon aus konfessionellen Gründen nicht möglich sein können. Natürlich gab es auch ein Gegengeschenk. Kaiser Franz Josef hat einen großen neugotischen Bücherschrank nach London geschickt, als Geschenk für die Königin. Diese Kathedrale aus Eichenholz ist massiv und üppig dekoriert. Dieser Bücherschrank wurde ebenfalls auf der Weltausstellung 1851 gezeigt und befindet sich heute im Londoner Victoria and Albert Museum. Kaiser Franz Josef und Queen Victoria trafen einander dreimal persönlich. 1888 in Innsbruck, als Queen Victoria auf der Durchreise hier Station machte. Kaiser Franz Josef war dafür extra nach Innsbruck gereist, um die britische Monarchin persönlich zu begrüßen. Weitere Treffen mit Queen Victoria gab es dann noch in Coburg und an der französischen Riviera.
Hier ließ Queen Victoria Franz Josef auch eine besondere Ehre zuteil werden. Sie ernannte ihn zum Regimentsinhaber der First King's Dragoon Guards. Das Regiment machte den habsburgischen Doppeladler zu seinem Abzeichen und führt ihn bis heute in seinem Wappen. Auch zwischen Queen Victoria und Kaiserin Elisabeth gab es diverse Begegnungen, wobei das Aufeinandertreffen nicht immer harmonisch verlief. Das Wiener Hofleben war nicht wirklich nach dem Geschmack der Kaiserin. Bereits in jungen Jahren erkrankte sie an einem starken Husten. Offiziell war von einer Lungenkrankheit die Rede, deretwegen Sissi eine Kur auf Madeira empfohlen bekam. Sie trat die Reise an und entfloh dem Wiener Hofleben. Das große Problem war, dass das Kaiserhaus keine Yacht zur Verfügung hatte. Es gab eine Yacht nur, die war allerdings vor Konstantinopel stationiert und die konnte nicht abgezogen werden. Und jetzt gab es natürlich keine Möglichkeit, die Kaiserin nach Madeira zu bringen. Und der Wiener Hof hat jetzt bei Queen Victoria angefragt, ob sie die Yacht von ihr benutzen konnten. Und dazu muss man sagen, diese Yacht, um die sie angefragt haben, das war die berühmte Albert und Victoria II. Es war so eine Luxusjacht, dass schon die Frage danach eigentlich zeigt, wie dringend sie gebraucht wurde. Diese Yacht ist erst 5 Jahre vorher vom Stapel gelaufen und die muss man sich wirklich vorstellen wie eine Oligarchenjacht heutzutage. Also die hat alle Stückeln gespielt. Das war ein reines Luxusobjekt. Und Victoria war so freundlich, hat diese Yacht zur Verfügung gestellt, hat eigentlich sogar 2 zur Verfügung gestellt, weil eine zweite war nur dafür da, das Gepäck und die Entourage der Kaiserin zu transportieren. Und das ist auch für die damalige Zeit und auch wenn das unter Königen ist, ein unglaublicher Akt der Freundlichkeit. Das hätte sie nicht tun müssen. Das sagt sehr viel über diese Königin aus. Und für den Wiener Hof war das aber trotzdem ein bisschen eine peinliche Angelegenheit. Also die Mutter von Kaiser Franz Josef hat ganz deutlich gesagt, wir haben uns lächerlich gemacht mit dieser Anfrage. Sie war natürlich auch die diese Reise überhaupt nicht gut geheißen hat. Aber mit dieser sehr noblen Geste der Königin fängt so ein bisschen die Beziehung an zwischen Elisabeth, Queen Victoria, Kaiser Franz Josef. Und auch wenn das nachher dann ein bisschen schwierig wird, da haben wir den Beginn einer näheren Interaktion zwischen diesen royalen Köpfen. Diese Beziehung zwischen Victoria und Elisabeth war von Anfang an ein bisschen schwierig, wobei der schwierige Part hier Elisabeth war. Also schon als Victoria ihre Yacht hergeliehen hatte, hat sie eigentlich erwartet, dass die Kaiserin, die ja von Antwerpen aus gestartet ist, an der Isle of Wight anlegt und zumindest mit ihr kurz spricht. Das wollte Elisabeth überhaupt nicht, das hat sie abgelehnt. Das hat Victoria ein bisschen zurückgestoßen, das hat sie auch nicht verstanden. Sie war aber sehr nobel und hat das natürlich auf die Krankheit, die sie hatte, auf diese psychosomatische Erkrankung, die wiederum nicht so offen ausgesprochen wurde, zurückgeführt. Zu einem ersten persönlichen Treffen zwischen Sissi und Queen Victoria kam es erst 14 Jahre später. Vom ersten Moment an, als diese 2 Damen aufeinander trafen, merkte man, dass sie überhaupt nicht miteinander konnten. Es gab keine 2 Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die so unterschiedlich waren wie Victoria und Sissi. Wir haben auf der einen Seite die österreichische Kaiserin, die scheu ist, schüchtern ist, die wirklich große Probleme hat, auf andere zuzugehen. Wir haben auf der anderen Seite Victoria, für die Geselligkeit alles war. Wir haben auf der einen Seite wieder Elisabeth, die ganz spezifische Interessen hat. Das ist der Reitsport, das sind körperliche Betätigungen, das sind Badeaufenthalte auf der Isle of Wight. Und wir haben wieder Victoria, die das überhaupt nicht versteht. Sie versteht nicht, wie man sich für Jagden begeistern kann. Sie versteht schon überhaupt nicht, dass man baden geht auf der Isle of Wight. Das war unglaublich unangenehm für sie, das war ihr peinlich. Das heißt, egal welche Facette in dieser Beziehung man nimmt, diese Frauen sind so unterschiedlich, wie es gar nicht geht. Und das eigentlich Traurige daran ist, dass 1874 so ein bisschen ein weiblicher Gipfel hätte stattfinden können. Das heißt, beide waren ja Monarchinnen von sehr großen Reichen, beide waren in etwa gleichwertig. Aber es hat einfach nicht gefunkt zwischen den beiden. Wobei Elisabeth doch die war, die aus heutiger Sicht ein bisschen mehr auf sie hätte zugehen können. Also spannend ist zum Beispiel, dass Elisabeth auf der Isle of Wight residiert hat. Sie war ja 2 Monate dort über den Sommer. Und das Erste, was nämlich kam, war eine Einladung von Queen Victoria. Sie ist nicht hingegangen. Das war schon ein ziemlicher Affront und das hat auch dann Folgen gehabt.
Als Elisabeth dann das nächste Mal in London war, hat sie sich gemeldet in Windsor Castle, so im Sinne von, es wurde natürlich gesagt, die Kaiserin ist jetzt hier und sie würde sich freuen, wenn sie empfangen wird. Und da hat Victoria eine klassische Retourkutsche verpasst. Sie hat sie nämlich nicht empfangen. Und das hat Elisabeth fuchsteufelswild gemacht und ich vermute, es war auch ein bisschen peinlich dem Ehemann gegenüber, weil sie hat nämlich geschrieben, wenn ich mich so aufführen würde, dann wäre das natürlich ein Skandal. Das heißt, sie musste dem Kaiser jetzt mitteilen, dass sie nicht empfangen wurde. Das wusste natürlich jeder. Sowas konnte man noch nicht geheim halten. Das heißt, das wusste man in London genauso wie in Wien. Das war für den Kaiser wieder unglaublich peinlich. Es zeigte, dass in dieser Situation die Queen ganz klar gemacht hat, was man eigentlich nicht darf. Und das war eine unglaubliche Machtdemonstration. Und sie war auch eigentlich die einzige, die Elisabeth jemals in ihre Schranken verwiesen hat. Das hat weder ihr Ehemann gemacht, das haben andere Persönlichkeiten nicht gemacht. Das war ausschließlich diese mächtigste Monarchin ihrer Zeit. Man kann aus dieser ganzen Situation herauslesen, dass da ein Part bemüht war, der andere war nicht bemüht. Und das Interessante ist, das weiß Elisabeth aber auch. Also man kann aus den Briefen an Kaiser Franz Josef ganz deutlich herauslesen, dass sie ihm versucht hat, das sehr zart zu verkaufen. Also sie spricht davon, dass sie sich bemüht hat und dass es ein bisschen langweilig war, aber sie hat es ja getan. Das heißt, man kann richtig herauslesen, wie schwierig es für sie war, auch wie zickig sie zum Teil war, das muss man auch genauso benennen, und wie sie auch gewusst hat, was der Kaiser eigentlich erwartet. (1867) wurde Franz Josef eine besondere Ehre zuteil. Queen Victoria nahm ihn in den Hosenbandorden auf. Dieser Orden, The Most Noble Order of the Garter, ist der exklusivste britische Orden und einer der ältesten Europas. Bis heute fungiert er als ranghöchster Ritterorden des Vereinigten Königreichs. Den Ornat trug Franz Josef nur ein einziges Mal bei der Überreichung des Ordens. Eigentlich ist es ein Wunder, dass der Ornat bis heute in Wien ist. Er hätte nach dem Tod Franz Josefs an den Orden zurückgegeben werden müssen. Doch da sich Österreich und England 1916 im Krieg befanden, blieb er hier und befindet sich bis heute in der Sammlung des Kunsthistorischen Museums. Der eigentliche Orden, bestehend aus mehreren Ordensinsignien, wurde vermutlich nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges retourniert. Die britisch-österreichische Besuchstradition, die mit Queen Victoria und Franz Josef begann, setzten später die Kinder der Queen, die Prinzen von Wales, fort. Der spätere Edward VII. Kam als Thronfolger gerne nach Wien, auch um dem strengen Regiment der Mutter auszuweichen. Der Sohn von Queen Victoria, Edward, hatte nie Geld und seine Mutter, die Queen Victoria, hat ihn sehr kurz gehalten und da hat er gewusst, da gibt es in Österreich einen Kaiser, der hat manchmal die Spendierhosen an und da ist man auf Besuch gekommen, ist gemeinsam auf die Jagd gegangen mit dem Kaiser und schlussendlich hat er eben um Geld gebettelt und der Kaiser hat ihm immer Geld gegeben. Und er lud ihn zur Jagd. Dabei kam es auch zu einem Missgeschick. Kaiser Franz Josef schrieb darüber belustigt an Katharina Schratt: Der dicke Edward hat seine Hose zerrissen und da er nichts darunter anhatte, war das für ihn ziemlich unangenehm. Edward VII. Galt als Enfant terrible der damaligen Zeit. Der Prinz war ein Dandy mit Vorlieben für Glücksspiel, Alkohol und junge Schauspielerinnen. Besonders gut verstand er sich mit Kronprinz Rudolf. Und sie hatten auch sehr viel gemeinsam. Also sie hatten ja beide auch dieses große Interesse an Frauen. Und es war auch Kronprinz Rudolf, der ins Nachtleben gezogen ist mit Edward VII., wenn er in Wien war. Sie teilten sich zum Teil auch die Geliebten. Also das war schon eine sehr enge Beziehung. Und vor allem, er ist auch sehr gut behandelt worden in Wien. Also man hat ihm die roten Teppiche natürlich ausgelegt. Er konnte herrliche Jagden hier besuchen. Das war auch ein wichtiger Faktor. Und ich glaube auch, dass ihm sehr viel Sympathie hier entgegengeschlagen ist, weil er war einfach so ganz anders als die Menschen des Wiener Hofes. Es war eine Persönlichkeit, die sehr aus sich herausgegangen ist, geflirtet hat. Also man kannte diesen englischen Witz nicht am Wiener Hof und da sind ihm natürlich dann die Herzen zugeflogen. Als König Edward VII. Kam er auch nach Bad Ischl.
Der Legende nach war es auch Edward, der Kaiser Franz Josef zur ersten Autofahrt verführte. Diese war für Franz Josef nicht sehr schön und gefreut hat es ihn auch nicht. Die Spritztour führte zum Attersee. Gerüchteweise soll er die Fahrt so kommentiert haben: gestunken hat's und gesehen hat man nix. Britische Kronprinzen waren nicht nur in technischer Hinsicht fortschrittlicher als die konservativen Habsburger, sondern auch in Sachen Mode gaben sie damals den Ton an und setzten Trends, die zum Teil bis heute Bestand haben. Das britische Königshaus steht am Anfang der klassischen Herrenmode, wie wir sie heute kennen. Der erste war Prinz George, der spätere König George IV. War um das Jahr 1800 herum Mittelpunkt der Londoner Gesellschaft. Diese führte die Farbe in der Herrenkleidung ein, die bis heute getragen werden: braun, blau, grau, dunkelblau, gedeckte Farben statt der bunten Farbe der Barockzeit. Auch wenn die Farben nun weniger auffällig waren, wurden Schnitte, Stoffe und Verarbeitung immer wichtiger. Der gut sitzende Frack, bis heute der König der eleganten Herrenmode, entstand ebenfalls in dieser Zeit. Der zweite britische Trendsetter war Bertie, der erstgeborene Sohn von Queen Victoria. Als Prince of Wales bereiste er Europa, am liebsten Frankreich, auch Österreich-Ungarn. Er war der bestgekleidete Mann seiner Zeit. Alles, was er getragen hat, getan hat, wurde nachgeahmt. So schließt der elegante Herr niemals den untersten Knopf der Weste oder des Sakkos, etwas, mit dem Edward begonnen hatte. In seinem Fall waren es jedoch praktische Gründe. Da er einen ziemlich dicken Bauch hatte, ließ er diese Knöpfe geöffnet. Und heute ist dies ein Zeichen von gutem Geschmack. Edward liebte gemusterte Stoffe. Er führte gemusterte Stoffe in den Anzugmode ein. Besonders schätzte er einen schwarzen, weißen Stoff, der später nach ihm benannt wurde. Dieses Muster hat seine Wurzel in Schottland. Zur Unterscheidung der verschiedenen Clans wurde von Clanchefs individuelle Karos entworfen, sogenannte Checks. Der Fürst Nikolaus IV. Von Esterházy war auch von diesem Stoff begeistert und er ließ ein Dutzend Anzüge anfertigen, die er in Wien ausführte und populär machte. Der letzte Trendsetter war der spätere Kurzzeitkönig Edward VIII. Er galt als einer der bestgekleideten Männer seiner Zeit. Ihm zu Ehren wurde ein Krawattenknoten benannt, der einfache bzw. der doppelte Windsor-Knoten. Die Legende sagt, dass er diesen Knoten erfunden habe, doch das ist nicht richtig. Edward trug eine Krawatte aus dickem Stoff, die er mit einem sogenannten Four-in-Hand-Knoten gebunden hatte. Dieser kräftige Knoten wurde dann kopiert und man nennt diese Art zu binden bis heute Windsor-Knoten. Zwischen dem Haus Habsburg und dem englischen Königshaus bestanden im 19. Jahrhundert keine familiären Beziehungen. Aber es gab sehr wohl adelige Mitglieder des Wiener Kaiserhofes, die aufs engste mit dem englischen Königshaus verwandt waren. An erster Stelle das Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Die Sachsen-Coburg legen eine unglaubliche Karriere im 19. Jahrhundert hin. Eigentlich entstammen sie einem unbedeutenden Herzogtum an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Der damalige Herzog Franz hatte aber 9 Kinder, die eine unglaubliche Heiratskarriere hinlegten. Prinz Leopold von Sachsen-Coburg wird zum ersten König der Belgier gewählt. Die Nachkommen Leopolds regieren in Belgien bis heute. Sein Neffe Albert von Sachsen-Coburg heiratet Queen Victoria, die bereits mütterlicherseits eine halbe Coburgerin ist.
Ihre Nachkommen regieren noch heute das Vereinigte Königreich, auch wenn sich die Familie im Ersten Weltkrieg elegant auf das englische Windsor umbenannte. Gegen die Deutschen führte man damals schließlich Krieg. In Wien residiert eine Nebenlinie des Hauses Sachsen-Coburg, die Wiener Coburger, ein auf Ferdinand Georg von Sachsen-Coburg zurückgehender Familienstamm. 1816 heiratet er in Wien die ungarische Magnatentochter Maria Antonia Kohori und begründet so den katholischen Zweig des Hauses Sachsen-Coburg. Es gab auch eine zweite bedeutende österreichische Adelsfamilie, die mit dem englischen Königshaus verwandt war, die Menstorff-Puyi-Dietrichstein. Auch diese Verwandtschaft hat ihren Ursprung im Hause Coburg. Sophie von Sachsen-Coburg verliebte sich in einen Flüchtling, in Emanuel Menstorff-Puyi. Er war Ende des 18. Jahrhunderts vor der Französischen Revolution aus Lothringen geflohen. Später zog das Paar nach Österreich. Sie bekamen mehrere Kinder, darunter den Sohn Alexander von Menstorff. Alexander von Menstorff-Puyi war durch seine Coburger Verwandtschaft Cousin ersten Grades von Queen Victoria und wuchs am Wiener Hof auf. Später trat er in die kaiserliche Armee ein. Alexander diente einige Jahre als Außenminister und war der erste der Familie, der im diplomatischen Dienst für die Habsburger stand. Aufgrund der familiären Beziehungen wurde der Lieblingscousin von Queen Victoria zum österreichisch-ungarischen Botschafter in London ernannt. Alexander von Menstorff-Puyi heiratete dann die reiche Erbtochter der Fürsten Dietrichstein, einer der bedeutendsten Familien des Habsburger Staates. Und diese Familie Menstorff-Puyi hat auch eine ganz besondere Beziehung zum Kaiser, weil Kaiser Franz Josef ermöglicht hat, dass die Familie Menstorff-Puyi Besitz und auch Namen der berühmten Fürsten Dietrichstein übernehmen kann. Die Dietrichstein sind 1864 im Mannesstamm erloschen. Normalerweise wäre das Ende einer solchen Familie. Weil aber die Tochter des Fürsten eine Jugendfreundin Kaiser Franz Josefs war, hat er etwas gemacht, was er eigentlich kein zweites Mal gemacht hat, nämlich er hat dem Ehemann der Tochter ermöglicht, dass er den Titel Fürst Dietrichstein übernimmt. Allerdings war das dann ein österreichischer Fürstentitel und nicht ein Fürstentitel des Heiligen Römischen Reiches. Und damit konnte die Familie Menstorff-Puyi auch auf dieses Vermögen der Dietrichstein zugreifen. Und seit damals gibt es die Fürsten Menstorff-Puyi-Dietrichstein in Österreich, die einzigen Fürsten übrigens, die während seiner Regierungszeit auch in diesen Stand erhoben wurden. Schloss Nikolsburg, das heutige Mikulow an der Grenze zwischen Mähren und Niederösterreich, wurde zur Residenz der Familie. Das heutige Aussehen erhielt die barocke Burg unter den Fürsten von Dietrichstein, die das Schloss im 16. Jahrhundert erworben hatten und hier fast 300 Jahre lang residierten. Dietrichstein war ein uraltes, aus Kärnten stammendes Geschlecht, das Grafen und Fürsten hervorbrachte. Der Name wurde urkundlich erstmals im Jahre 1002 erwähnt. 1624 wurden die Dietrichstein in den Reichsfürstenstand erhoben und waren stets enge Gefolgsleute der Habsburger. Hier im Schloss wuchs auch der Sohn des Fürstenpaares Albert von Menstorff-Puyi-Dietrichstein auf, der wie sein Vater ebenfalls österreichisch-ungarischer Botschafter im britischen Königreich war. Und das ist eine ganz interessante Persönlichkeit, weil er war einerseits verwandt über die deutschen Verwandten von Queen Victoria mit dem englischen Königshaus, hatte über seine Mutter diese enge Bindung zum österreichischen Kaiserhaus. Das heißt, er war so der ideale Kitt zwischen diesen beiden Familien.
Er war allerdings so gut integriert ins englische Königshaus, also er war mit Edward VII. Befreundet, später mit George V., dass man ihm in Wien wiederum vorgeworfen hat, dass er eher die englischen Interessen vertritt als die österreichischen. Franz Ferdinand, der Thronfolger, hat ihn genannt den Hans Wurst des englischen Königshauses. Das war ein bisschen übertrieben, so war das nicht. Aber man sieht daran, dass man ihn irgendwann nicht mehr gut einteilen konnte, also auf welcher Seite er steht, wobei die Loyalitäten schon ziemlich klar waren. Aber er hatte so einen guten Zugang zum Königshaus, dass das in Wien vor allem bei seinen Feinden nicht so angesehen war. Und vor allem, er hatte natürlich diese ganz wichtige Position im Sommer 1914 dort. Also in diesem einen Monat zwischen Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo und Kriegserklärung Österreichs und Serbien, da hatte er eine dieser 5 wichtigsten diplomatischen Stellen. Trotz seiner guten Beziehungen gelang es ihm allerdings nicht, die Eskalation von 1914 zu verhindern. Als 1918 die Monarchie der Habsburger endete, war es sein Cousin König Georg V., der britische Offiziere nach Österreich schickte, um die Sicherheit von Kaiser Karl und Kaiserin Zita zu garantieren. König George V. war sicherlich sowas wie der inoffizielle Beschützer des letzten Kaiserpaares, weil da eine ganz spezielle und auch sehr tragische Geschichte dahinter stand. König George V. war der Cousin des letzten russischen Zaren Nikolaus II. Die Mütter waren Schwestern. Und nach dem Ausbruch der russischen Revolution gab es immer wieder Überlegungen, die Zarenfamilie nach England zu holen. Das war natürlich politisch überhaupt nicht gewünscht. Und man hat später George V. vorgeworfen, dass er nicht mehr getan hat, wobei er natürlich nicht mehr tun konnte. Das waren alles sehr schwierige politische Verhältnisse. Und die Ermordung der Zarenfamilie 1917 war natürlich eine Riesenüberraschung. Damit hat dann im Endeffekt niemand gerechnet, dass es wirklich solche dramatischen Ausmaße annimmt. Mit diesem Wissen im Hintergrund wollte George V. Kaiser Karl und Kaiserin Zita außer Landes wissen. Jetzt waren natürlich in Österreich nicht Verhältnisse wie im revolutionären Russland, aber man konnte auch nicht wissen, wie sich entwickelt. Also wir betrachten Geschichte ja immer aus dem Heute heraus und nehmen dann an, das hätte nicht passieren können. Damals wusste man nicht, was passiert. Und George V. hat dafür gesorgt, dass die beiden das Land verlassen können. War die Schweiz ein von Ihnen frei gewähltes Exil? Hat man Ihnen das vorgeschlagen? Nein, das haben die Engländer verhandelt. Die haben die Schweiz gebeten, uns aufzunehmen. Also Sie hatten hier keine Einflussmöglichkeit? Nein, von uns aus ist gar keine Anfrage gekommen, herauszugehen. Sondern es sind ganz einfach, die Engländer haben das ausgemacht, hauptsächlich weil der König von England so große, sich so viel Sorgen gemacht hat, dass er damals seinen direkten Vetter, den Zaren, nicht vor der Tötung bewahrt hat, vor der Ermordung bewahrt hat. Aber daher haben sie sich eingesetzt bei der Schweiz und haben gebeten, dass die Schweiz uns aufnimmt und haben eben ein englisches Militär geschickt, uns einfach herauszuführen. Und es war auch ein englisches Schiff, das Karl und Zita ins endgültige Exil nach Madeira brachte. Edward VIII. War es, der die britische Krone Anfang der 1930er Jahre in eine Krise stürzen sollte, der Liebe wegen. Er ist damals der begehrteste Junggeselle Europas, der Thronfolger des britischen Königreichs. Doch noch mit 40 ist er immer noch Junggeselle, ganz zum Unmut seiner Familie. 1930 tritt eine Amerikanerin in sein Leben. Er verliebt sich in die zweifach geschiedene und immer noch verheiratete Wallis Simpson. In Österreich gesichtet werden die beiden 1935 beim Skifahren in Kitzbühel. Natürlich inkognito, wie es sich gehört. Doch die Liebesbeziehung wird immer mehr zu einem Skandal. Als Thronfolger wird ihm so eine Beziehung traditionell nachgesehen. Für einen König ist sie allerdings undenkbar. Ein Jahr später wird er zum König proklamiert. Doch nach nur 327 Tagen passiert das Undenkbare. Er dankt ab.
Unmittelbar nach seiner Abdankung reist Edward, nun wieder einfacher Herzog von Windsor, direkt nach Österreich. Die Anreise Edwards hat sich ja im Zusammenspiel der Polizeibehörden sämtlicher Staaten an der Route, das ist Großbritannien, das ist Frankreich, das ist sozusagen mit der Bahn hierher nach Wien gekommen, eigentlich im völligen Inkognito abgespielt. Am Abend des 14. Dezember kommt Edward am Westbahnhof an, begleitet von 2 britischen Polizisten, seinem Hund und einem sehr, sehr kleinen Gefolge, stellt sich dann kurz den Fotografen, die ihn doch erwartet hatten. Die Wiener Presse überliefert auch sein Aussehen, wie gesagt, ein schwarzer Wintermantel mit Persianerkragen, einem roten Wollschal und einer Melone. Und er steigt dann nach diesem Fototermin flugs ins Auto und fährt direkt hierher nach Enzesfeld. Schloss Enzesfeld ist damals im Besitz von Eugen Rothschild. Durch die freundschaftlichen Beziehungen von Wallis Simpson zur Familie Rothschild kann sich Edward hier vorerst vor der Öffentlichkeit verstecken. Man wollte eben hier eine maximale Form der Diskretion für sämtliche Beteiligten schaffen, die man eben erzeugt hat, indem man einen Ort aufsucht, der auch gar nicht so im Bereich des Denkbaren, gar nicht so im Bereich des Vorstellbaren für alle Beteiligten gewesen wäre. Und da war eben diese freundschaftliche Beziehung ganz wesentlich und ganz wertvoll, um ihn hier eigentlich im völlig unprestigiösen, auch abseits aller gesellschaftlichen Verpflichtungen stehenden Ort Enzesfeld unterbringen zu können, nahe bei Wien, aber doch weit genug vor den neugierigen Blicken. Das war nicht so ohne weiteres in Kontinentaleuropa und auch nicht so ohne weiteres abseits der frequentierten gesellschaftlichen Routen und Schauplätze machbar. Edward versteckte sich von Dezember 1936 bis März 1937 hier im niederösterreichischen Enzesfeld nahe der Kurstadt Baden. Für Edward keine einfache Zeit. Das war für den vormaligen König von England und Kaiser von Indien sicherlich eine Zeit, die sehr stark von inneren Zerwürfnissen, von einem Ankommen oder beziehungsweise von einem sich anfreunden müssen mit einer völlig neuen Situation gekennzeichnet war. Wir dürfen nicht vergessen, da fällt jemand aus einem Vollkasko-Leben, mit dem er sich über seinen Alltag eigentlich keinerlei Gedanken zu machen braucht, in einen Zustand, wo er für sein eigenes Tun, für sein eigenes Treiben verantwortlich ist. Und was meine ich damit? Hier geht es um ganz simple alltägliche Verrichtungen. Hier gab es kein Heer an Dienstboten, an Domestiken, die in unterwürfiger Art und Weise ihm als König jeden Wunsch von den Augen ablesen würden. Auch seine Gastgeber, der Baron und die Baronin von Rothschild, waren keinesfalls Untertanen der britischen Krone. Daher sind sie dementsprechend selbstbewusst aufgetreten und konnten daher auch so manches Thema ansprechen, das vielleicht in Großbritannien niemals so zur Sprache gekommen wäre. Auch an Kritik oder beziehungsweise auch an Ratschlägen, wie er sich denn in seiner Situation verhalten soll. Es gibt angenehmere Gäste als einen König, der gerade sozusagen seinen Platz im Leben sucht. In den Erinnerungen ist oft die Rede davon, dass Edward ein demanding guest gewesen sei. Jemand, der natürlich einen Lebensstil gewohnt war, jemand, der natürlich die Unsichtbarkeit der Dienstboten gewohnt war und dem man buchstäblich bislang jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat. Das ist natürlich im Buckingham Palace, in Windsor Castle und in den anderen Häusern der britischen Krone jederzeit möglich. Gestaltet sich allerdings hier in Niederösterreich des Jahres 1936, 37 doch etwas schwierig. Und es gibt hier diese schöne Anekdote, dass ja da beide noch nicht Eheleute ja doch sehr voneinander abhängig waren. Man darf nicht vergessen, das war ja auch für Edward eine psychisch sehr herausfordernde Phase, täglich mehrere Stunden telefoniert haben. Es gab hier im Haus natürlich einen Telefonanschluss und es war damals ein händisch zu verbindendes Fernggespräch nach Frankreich, nach Paris, wo Wallis Simpson aufhältig war und sich eben auf ihr Scheidungsverfahren vorbereitet hat. Und das war natürlich täglich mehrere Stunden. Wir reden hier von Zeiten weit vor erlassenen Roaminggebühren. Das war eine Summe, die selbst dem Baron Rothschild etwas die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat. Und es gibt eben hier die Geschichte, dass sich Edward dann bei seiner Abreise für die ihm, oder dem Baron besser gesagt, erwachsenen Unkosten nicht einmal bedankt hätte. Also man sieht sehr deutlich, dass hier vielleicht die Rolle oder den Anspruch, den die Gastgeber vielleicht in ihren Gast gehabt hatten, sich doch vom Lebensstil, den er dann tatsächlich aufgewiesen hat, doch sehr erheblich unterschieden hat. Und dass es möglicherweise Gäste gibt, die sich der Gastfreundschaft, die ihnen gewährt wird, vielleicht dankbarer erweisen, als es Edward in diesem Fall getan hat. Im Frühjahr 1937 reiste er von hier nach Frankreich, um seine Wallis zu ehelichen.
Die Weltenbummler suchten auch danach Schutz vor der Presse. So im Herbst 1937 in einem kleinen Lustschlösschen auf einer künstlichen Insel genau an der Grenze zwischen Mähren und Österreich, die seinem Nikolsburger Cousin Mensdorf-Pouilly gehörte. Bei der Befreiung Österreichs vom NS-Regime spielten die Briten eine entscheidende Rolle. Sie zählten zu den beliebtesten Besatzungstruppen und blieben bis zur Unterzeichnung des Staatsvertrages in Österreich. Als eine der 4 Alliierten hatte das Vereinigte Königreich eine spezielle Rolle beim Wiederaufbau von Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat das Verständnis unserer jüngeren gemeinsamen Geschichte sicherlich geprägt. Ich denke aber, dass die vielen Verbindungen, die es zwischen den Habsburgern und der britischen Krone gab, durchaus auch bekannt sind. In Österreich ist das Gott erhalte schon lange verklungen. Doch gerne blickt man über den Ärmelkanal, wenn dort das God Save the King angestimmt wird.